Hi, it's me again. Today I'd like to honor a very special Italian guy from Napoli. And you know how Nap- Napolitans Napoli Neapolitanians learn to swim? The parents grab their children and throw them into the sea. Yeah, works. And today I'd like to honor Carlo Pedersoli. I don't know the right pronunciation. Also known, auch bekannt, also known as Bud Spencer. Heute möchte ich einen ganz besonderen Menschen würdigen, nämlich Carlo Pedersoli, ist ein Neapolitaner. Und er hat mal gesagt, ich bin kein Italiener, ich bin Neapolitaner. He once said, I'm not a Italian, I'm a Neapolitan. 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 People, a guy from Neapel. Neapel. Also, ganz berühmter, was habe ich gerade gesagt? Über auf Englisch? Möchte ich würdigen, Carlo Pedersoli. Ah, genau. Wisst ihr, wie Neapolitaner lernen zu schwimmen? Die Eltern schnappen das Kind und werfen es ins Wasser und es funktioniert. Carlo Pedersoli, auch bekannt als Bud Spencer. Und Bud Spencer ist ein ganz großer Typ. Und der Titel dieses Dingsbums könnte alles Mögliche sein. Carlo Pedersoli, Bud Spencer, Dottore. Aber was ich immer sage, ist folgendes. Bud Spencer ist der größte Actionstar aller Zeiten. The title of this short clip could be named Carlo Pedersoli. I don't know the pronunciation, if it's right. I'm not Italian. Dottore. I don't know if I make this gesture right. Dottore. Or Bud Spencer. But I used to say the following. Ich stelle ihn immer vor, oder ich sage einfach, ich spreche es aus. I introduce him as the following. I just say, Bud Spencer is the greatest action star in the history of motion picture. Yeah, and that's really the truth. And you know, that's it. Bud Spencer ist der größte Actionstar aller Zeiten. Das ist einfach so. Bud Spencer ist nicht so wie Arnold Schwarzenegger. Weil Arnold Schwarzenegger, falls es Arnold jemals sehen würde. Punkt 1. King Conan, Alter. Und zweitens, aber Arnold Schwarzenegger, also ich liebe Arnold, jeder liebt Arnold, aber Arnold, du und ich, wir beide wissen, dass du deine gesamte Karriere nur darauf aufgebaut hast, irgendwie Bud Spencer zu imitieren. In deiner Filmlaufbahn natürlich, ne? Weil du weißt, ich meine, so groß du nun bist und so klug du nun bist und so weise und so lieb, ne? Und ich hab dich auch total gern. Also, nobody's perfect. Ich kenne dich nicht genau. Also, ich sag nur, na gut, das mit dem gern haben, weiß ich nicht, das nehme ich vielleicht zurück, ne? Weil ich kenne dich ja gar nicht. Ja, aber es geht hier nicht um dich, Arnold. Es geht hier um Carlo Pedersoli. Wir wissen alle irgendwie. Nein, es ist so. Arnold Schwarzenegger braucht, entschuldige Arnold Schwarzenegger, falls das jemand sehen wird. Also, Arnold Schwarzenegger braucht seine Knarren und so und seine Pistolen. Und Carlo braucht es nicht. Weil, ich sag nur, Schelle rechts, Schelle links, ein Dampfhammer. Ja. Und Schwarzenegger braucht halt, keine Ahnung, und das ist es eben. Deswegen, Arnold Schwarzenegger, es tut mir leid, entschuldigen Sie, ja, wir kennen uns ja nicht, entschuldigen Sie, der feine Herr,
Nein, Quatsch. Ich glaube, Arnold ist ganz locker. Übrigens, krasse Nummer, was mit Lou Ferrigno und so, ne? In egal. Gut, was soll's. Über Arnold können wir später reden. Und, ja, nichts gegen Arnold oder so, aber ganz ehrlich, Bud Spencer braucht keine Waffen. Nicht so wie Arnold. Und Arnold braucht Waffen. Und ich glaube, Arnold hat sein Leben lang immer nur versucht, irgendwie Bud Spencer zu imitieren. Und er kommt natürlich nicht an ihn ran. Das ist natürlich klar. And, Bud Spencer Carlo Pedersoli is his Italian real name. Is a famous guy from, Arnold Schwarzenegger actually imitated Carlo Pedersoli, aka Bud Spencer, his whole career because Arnold admires him. He is Arnold loves Carlo, and his whole film career was the attempt to imitate Bud Spencer, actually, But the difference between Bud Spencer and Carlo Pedersoli, aka Bud Spencer, aka the greatest action star of all time, aka Dottore, scusi, is, Bud Spencer does not need any weapon. It's just from the right. I don't know what is this, when slap from right, slap from the right, slap from the left, and then steel hammer, boom. And that's it, And Arnold Schwarzenegger doesn't need his weapons, his machine guns and stuff, and aeroplanes, because he can take it, man. Excuse me, Arnold. You're a good man, I think, but you were very, Lou Ferrigno and Pump It Iron, I don't know, and I watched it, but thank you very much for your motivational efforts, and you are inspiring me by inspiring. Okay, but this is not about you, because you're the second after Carlo. As you know the truth. You always admired him. You always try to be like Bud Spencer, but you can't take it, man. You will be always the second. Hail to the king, baby. And of course it's true. And you know it. And ask Arnold, and he will admit that he admires Bud Spencer, and he always wanted to be and act like him, but he never could, and he's depressing. No, I'm just kidding. And the thing is, why Bud Spencer is the greatest movie star of all time is actually now comes the proof that he's the greatest action star of all time. Jetzt kommt der Beweis, dass der größte Actionstar aller Zeiten ist. Denn Bud Spencer, the proof is Bud Spencer doesn't even need to kill anyone, If someone is evil, he goes in and he talks to him, and he tells him something, and if he annoys him, if he bothers him, if he tries to fool him, then he's just the middle of himself. He's grounded and stuff, and he's all right. He's calm, because Bud Spencer is the angel of peace, and he's the peacemaker. He's the real peacemaker. Bud Spencer is the peacemaker, He's in the balanced. He's grounded, Also Bud Spencer, wenn jemand ihn ärgert oder so, wenn irgendwas ein Böser kommt oder so, dann lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen und redet mit ihm und sagt ihm halt seinen Kommentar und so, seine Meinung. So, und dann, wenn sie es dann nicht raffen oder so, dann zeigt er ihm halt eben, dass er es nicht gut findet oder was. Weil das ist der Beweis, dass Bud Spencer der größte Actionstar aller Zeiten ist. Weil er tötet nie, er hat es nicht nötig, jemanden umzubringen. Ja? Das macht er gar nicht, ne? Im Gegensatz zu Schwarzenegger in seinen Filmen. Deswegen ist Bud Spencer der Engel des Friedens. That's why Bud Spencer is the angel of peace. Yeah? And he's the ultimate peacemaker. He's the
well, he's the Omega Man, you know. He's ending, and he's the peacemaker, you know. And he doesn't need to kill anyone like Schwarzenegger in his movies, you know, because well, you know, because he's the greatest of all time, you know. And you know, if someone tries to hurt him or hurting others, because he's the defender of all the people that are good, you know, he's an angel actually, yeah, as an Engel des Friedens, yeah, and he deserved the peace Nobel Prize actually, you know. And I could tell you so much stories about him. Inventor, ich könnte euch so viele, aber er verdient den Nobelpreis. Ich könnte euch so viele. He helped to make the Panamericana, the street in South America. Er hat mitgeholfen, die Panamerika zu bauen. Er hat einen Doktor, Dottore, he's a Doctor Degree, University. He's a lawyer. Er hat Jura studiert. He's an inventor. He's a child too, and he doesn't need to kill anyone, you know. If someone is evil, then he just bomb, and then that's it. Then he stands up, and then he knows, okay, well, I tried, but okay, I'm going, you know. Also wenn jemand, ne, dann man kriegt da Kille rechts, Kille links, aber das machen nur die ganz böse, also wirklich, ne. Und keiner stirbt, ne? Niemand stirbt bei ihm, ne? Er kriegt nur den Narkosehammer, ne? Den, was weiß ich hier, 2 Missionare sagt das ja, den 1 Minute Narkosehammer, wie das heißt. Und das ist es eben. That's why he's the greatest action star of all time, you know, because he doesn't even need to kill anyone, and you know, he's just you know, that's why he's the greatest. Und deswegen ist er der Größte, ja, weil er keinen umbringen muss oder so. Ja, er braucht auch keine Waffen. He does not need weapons, any weapon at all, yeah. That's why he's the greatest action star of all times. He doesn't kill, and he doesn't need weapons, you know. And if maybe there's a piece of art, Godzilla versus Bud Spencer, great. I don't know, the name is something with design. Da gibt es ein Bild irgendwie mit Bud Spencer gegen Godzilla. And let's say, and you know, he, of course, if Godzilla would bother and try to fool Bud Spencer, well, guess what will happen, you know? To make a long story short, Godzilla would fall over his feet, and you know, and then the only noise he would notice was, you know. So, also wenn Bud Spencer mit Godzilla irgendwie, also wenn Godzilla jetzt irgendwie böse wäre oder sowas, ist er natürlich nicht, glaube ich nicht. Dafür ist er so erfolgreich auch, ne? Weil jemand, der so erfolgreich ist, jemand, der sich so lange über ich glaube, er hat irgendwie 80 Filme gedreht oder so, Godzilla. Also, someone that's that much successful as Godzilla, and I think he made about 50 or 80 movies, consecutive movies, and he's a superstar, you know. And as the people from Hollywood say, only you know, the most kind people, superstars are the most successful, are the easiest persons. So Godzilla must be a good man, you know, in private, you know. And also wenn man nach der Hollywood-Logik geht oder so, dann heißt es ja immer, dass die erfolgreichsten sind die einfachsten Menschen und die liebsten und so. Also muss Godzilla muss ein sehr anständiger Typ sein. Okay, I'm trying fun. No, I'm aware of my conscience, and no, but I love Bud Spencer so much, and he's the angel of freedom, and yeah, it's really my I'm serious about this. He's the angel of peace, yeah, and because he doesn't kill anyone, and that's cool, and I could tell you so much stories, and naja, auf jeden Fall, wenn also angenommen jedenfalls Godzilla würde in seinem Film irgendwie oder was weiß ich, ne,
Also jedenfalls gibt's nur Stelle rechts, Stelle links, und dann gibt's Dampfhammer und dann liegt das Vieh in der Ecke und röchelt nur noch, ist klar. Und someday I will earn a T-shirt with his head from I don't know I know the English title. It's Trinity. Trinity and something. Vier Fäuste für ein Halleluja und die rechte und die linke Hand des Teufels. War, glaube ich, richtig, ne? Ich will mich hier nicht blamieren oder so, aber das ist hier ein bisschen, ne? Und weil ich denke hier nicht so richtig, ich rede einfach so, ne? Ich denke, ich habe das ja auch nicht vorbereitet oder so. So, by the way, to the English audience, I never think I didn't prepare. I just do it on the fly, you know. So I make mistakes, but I think it's okay. Everyone makes some mistakes, yeah. Okay. You too, and that's good. No, with no, no. There are no losers, you know. Anyone that tries something has the goddamn right to whatever God you pray to make mistakes. You know, mistakes are good because they bring you to your goal. Also Fehler sind gut, weil sie bringen dich zum Ziel. Und jeder, der irgendwas versucht oder so, hat das Recht, wie ich schon sagte in einem anderen Video, ne, einen Fehler zu machen oder zu scheitern. So, aber darum geht es hier nicht, weil wir reden über Bud Spencer. Und Bud Spencer ist, ja, also ich kann nur sagen, er verkloppt jetzt im Himmel die Englein. Nein, ich sag's so. Excuse me, English audience. You know, he's no beating up the angels up in heaven. Und ich sag's euch ganz ehrlich, Bud Spencer is a half-God, you know, from the Olymp. Yeah, he descended. And, you know, also Bud Spencer ist ein Halb-Gott und er ist vom Olymp hinabgestiegen. And Bud Spencer ist nicht tot. Bud Spencer is not dead, you know, because he's the peacemaker. He's the omega of battles, and when he made peace on earth. That's it, you know. And he's not a fictive person. Bud Spencer really exists, ja. Er hat die Erde befriedet und das war's. Und Bud Spencer ist wirklich eine reale Person. Das ist nicht fiktiv. Erinnert mich daran, diese Boxer-Geschichte zu erzählen. Once on the das Krokodil und sein Nilpferd. The English film, he's real. Now the proof in this movie. I don't know the English title. It's in Africa. The movie in Africa, where Bud Spencer plays someone that drives tourists through Africa and stuff. And there's the villain, und the villain was an ex-Box World Champion, you know? Und der Bösewicht war ein Ex-Box Weltmeister oder so, ja? Ich weiß nicht in welcher Klasse oder so, ne? Oder in welcher Liga. I don't know which weight or which boxing federations club. I don't know. But well, they tried. They did a fun fight. And he made this one a bum, and he get knocked out, you know? A former boxing world champion. Ja, und das hatte ja Heiner Brandt gesagt, ne? The synchron voice of Bud Spencer in Germany. Heiner Brandt, er hat das erzählt, ne? Der hat gesagt, irgendwie, dann hat er dem auf die Fresse gehauen und dann ist er K.O. gegangen, ne? Ein ehemaliger Boxweltmeister, ne? Also, Bud Spencer ist real, ja? Und ich sag's euch ganz ehrlich, Bud Spencer ist nicht tot. Sondern er hat sich hier nur echt total gelangweilt, weil er hat ja nämlich für Ordnung gesorgt, ne? Er hat nämlich hier für immer hier, ne? Und es war dann alles gut, versteht ihr? Und hat er einfach keinen Bock mehr gehabt, ja? Und dann ist er jetzt einfach quasi zurück in Olymp und verkloppt jetzt dort die Englein und so und räumt jetzt da oben auf. Ja, und oh Gott, was weiß ich hier irgendwo, räumt er in welcher Dimension er gerade ist, aber er räumt da gerade auf, verstehst du? Weil er hat hier einfach alle mal für Frieden gesorgt und dann ist er einfach aus Langeweile gestorben. Ne? Und, I'm sorry, this is on German, you know?
he, as I just said, he made peace on Earth, and he was so bored that he died. He died, and he went up to the heaven and is beating up the angels there to make peace in heaven forever. And I don't know in which dimension he went up to the Olymp, to the Olymp, where the ancient Greece gods and Roman gods are. He went up to the Olymp and beating up the gods in the Olymp to make peace in the Olymp. And I don't know in which dimension he lives, but well, that's the truth. He's not dead. He's just bored, and so he was bored to death here on Earth, and now he's he's got a mission, and that's the proof that Carlo Pedersoli is actually a half-God, like Hercules, Also, das ist der Beweis, dass Carlo Pedersoli ist eigentlich ein Halbgott. Und das ist der Beweis, dass er von Olymp kommt. Und genau. And I'd like to have a T-shirt with his counterfire from the Trinity movies, because he actually invented the comedian Western. Did you know that? And there's another story. Als Bud Spencer irgendwo im Amazonas oder sowas. Once there's another story. A woman told this in an interview. She didn't know that how much famous he was, Carlo Pedersoli, when they drove through Amazonas area, and he stepped out of his car, and some guy, also die sind irgendwo im Amazonas rumgefahren, dann ist er auch irgendwie ausgestiegen und irgend so ein Typ, also sie war da halt dabei oder so, und irgend so ein Typ sagte, oh my God, this is Bud Spencer, in this little I don't know, in the jungle, some people there, and they said, oh my God, this is Bud Spencer, so, that's it. Und also wollte ich noch irgendwas anderes sagen. Ich kenne die Geschichten, dass Bud Spencer irgendwie sagte, wenn bei ihm irgendwas irgendwie nicht in Ordnung wäre. I know the stories about this when Bud Spencer told their family if someone's going wrong with him and he getting unstable, well be from his mood, let's say mood. Wenn irgendwas mit seiner Stimmung nicht in Ordnung ist, dann sollte man ihm dann was sagen, ne? Wenn er dann irgendwann ein bisschen älter ist, when he gets older. And I know the story when that his last words were, people are told. Ich weiß auch, dass die Geschichten, dass seine letzten Worte gewesen sein sollen. His last words, grazie. And I know the funeral speak of Mario Girotti. Ich weiß auch die Grabrede, also die bei der Beisetzung hat Mario Girotti halt eine tolle Rede gehalten, ne, über the Desert of Almeria, I think. Und über die Wüste von Almeria oder Almeria in Spanien. Und ich kenne all diese Geschichten. Grazie und and I know this. And why do I know this? Because I love and respect him so much. Weil ich ihn so sehr liebe und so sehr respektiere. Und ganz toll finde ich auch, wie er mit Kindern umgegangen ist. Weil man kennt ja hier der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Also I very like how he acted regarding children, because he protected children, and he was big, and he was also Olympic swimmer, and he made he was the first Italian to swim 100 meters under 1 minute. Und er hat auch einen Rekord aufgestellt. Er war nämlich der erste Italiener,
der jemals unter einer Minute die 100 Meter geschafft hat. Und I could tell you stories and on and on and on and on and on. Ich kann euch Sachen erzählen, also ich weiß sehr viel über ihn.